ganz ehrlich, da kann eine Hausfrau kommen, die vorher noch nie geschweißt hat. Der zeige ich das 5 Minuten und dann bekommt die solche Nähte hin. Laser schweißen und reinigen ist eine spektakuläre Technik mit unglaublichen Möglichkeiten. Ich habe gerade diesen alten verrosteten Flachstahl gereinigt. So sieht er vorher aus, so sieht er hinterher aus. Das Ganze hat ungefähr 1 Minute gedauert und wenn das nicht beeindruckend ist, dann weiß ich auch nicht. Das einzigste Problem an diesen Geräten, bis vor 3, 4 Jahren, haben die wirklich 40, 50, teilweise bis zu 100.000 Euro gekostet. Und dann ist Folgendes passiert. Plötzlich hat Stahlwerk Laser, Schweiß- und Reinigungssysteme auf den Markt gebracht. Die Systeme haben unter 10.000 Euro gekostet und das hat das erste Mal den Markt so richtig erschüttert. Und ich kann es den ganzen Laser-Schweißgeräteverkäufern leider nicht ersparen. Ich rede auch immer von Laser Mafia. Stahlwerk hat ein neues Laser-Schweiß- und Reinigungsgerät auf den Markt gebracht. Das ist vom Reinigen, vom Schweißen her auf einem absoluten Top-Niveau. In dem Gerät sind Komponenten verbaut von namhaften Herstellern. Also ist wirklich alles auf dem absoluten Profi-Level. Sicherheitskonzept, CE-Konformitätserklärung, alles wasserdicht. Und der Preis ist viel, viel günstiger, als was alle anderen anbieten. Und dazu werde ich euch heute verschiedene Sachen zeigen. Ich habe ein Testgerät ergattert, habe die letzten 5, 6 Stunden damit rumgespielt und die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Und so eine Reise fängt immer an, wenn man das Gerät das erste Mal rüstet. Das kennt man von jedem Mac-Gerät, das ist aber auch bei einem Lasergerät ähnlich. Und das ist hier schön sauber, ordentlich dokumentiert. Das ist meine allererste Schweißnaht mit diesem Gerät gewesen. Ich habe das gleich in der Story festgehalten und das war dann schon meine zweite Schweißnaht. Also wirklich ein beeindruckendes Niveau. Und das ist möglich, weil das Ganze vernünftig dokumentiert ist. Es gibt Anleitungsvideos, es gibt aber auf der anderen Seite auch eine vernünftige Parameterliste, die im Gerät hinterlegt ist und eine Parameterliste in der Bedienungsanleitung. Und da stellt man im Prinzip einfach ein, was man machen will und dann schweißt das Gerät. Und dann habe ich hier ganz einfach mal diese Rundnaht geschweißt. Und das ist so eine der beeindruckendsten Laserschweißnähte, die ich bisher geschweißt habe. Und das mit einem völlig neuen Gerät. Das war Samstagabend, das heißt Freitagmittag ist das Gerät gekommen. Freitagmittag bin ich dann weggefahren, Samstagabend wiedergekommen. Dann bin ich gleich in der Werkstatt, habe hier 2, 3 Stunden rumgespielt und das Ganze gleich mit diesen beeindruckenden Ergebnissen. Und Laserschweißen ist im Prinzip eine sehr, sehr simple Sache. Und hier wird schon am Anfang das größte Problem gelöst. Das heißt, das ist meine Laserpistole. Hier ist das Laserschlauchpaket dran. Hier oben ist die Drahtzufuhr. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass ich hier auf meinen Taster drücke. Wenn ich auf den Taster drauf drücke, dann startet der Prozess. Der Laser startet und danach startet dann der Drahtvorschub. Und der Drahtvorschub, der drückt mich eigentlich weiter. Und das Einzige, was ich beim Laserschweißen wirklich machen muss, ich muss die Position halten und ich muss den Winkel halten und muss schön locker halten und dann drückt der Draht mich weiter. Das hört sich jetzt komplex an, das macht man 2, 3 Mal, dann hat man da eigentlich den Dreh raus. Der Knackpunkt dabei sind immer halt die Einstellungen. Wenn die Einstellungen nicht stimmen beim Laserschweißen, dann funktioniert da wirklich gar nichts. Und wir haben jetzt hier nicht mehr 2, 3 Parameter, sondern wir haben zum Beispiel Scangeschwindigkeit, Scanbreite, die Schweißleistung, Pulsweite und. Also da kommen wirklich eine Menge Sachen zusammen. Das ist gerade für den Einsteiger oder für den gelegentlichen Schweißer nicht ganz einfach. Darum ist das hier sehr simpel gemacht. Wir haben hier Jobspeicher, wir haben Parameterlisten und da kann ich ganz einfach reingehen. Ich wähle Stahl, ich wähle 4 mm, ich gehe auf Importieren, ich gehe auf Zurück und das Gerät ist eingestellt und ich kann loslegen und kann zum Beispiel solche Schweißnähte schweißen. Und damit habe ich dann halt auch ein völlig neues Gerät so eingestellt, dass die ersten Nähte gleich so ausgesehen haben. Hier 2 Nähte, da ist das Material nicht 100%ig sauber gewesen, darum hat man immer noch so eine bisschen dunkle Oberfläche. Hier habe ich das Ganze vorher einmal sauber geschliffen und dann hat man hier auch beim Laserschweißen deutlich schöneres Ergebnis. Zusätzlich gibt es hier die Bedienungsanleitung, es gibt auch eine komplette Videoserie dafür, wo alles dokumentiert ist. Und hier hat man zahlreiche Parameterlisten. Also das ist zum Beispiel hier alles nur für Stahl, es geht weiter über Edelstahl, es geht über Aluminium weiter und da kann man ganz einfach auswählen, welche Materialstärke man wählen will, welche Nahtbreite man wählen oder haben möchte. Dann kann man das ganz einfach übernehmen in der Steuerung und dann ist das Schweißgerät eingestellt.
Über solche Lasersysteme sollte man 2, 3 Sachen wissen, die oft auch völlig falsch dargestellt werden. Das heißt, das ist das grundlegende Laserschweiß- und Reinigungsgerät. Das ist ein wassergekühltes Gerät. Alternativ gibt es auch luftgekühlte Geräte. Der ganz große Unterschied ist natürlich, luftgekühlte Geräte sind deutlich günstiger in der Herstellung und sind natürlich deutlich kleiner und kompakter. Und da ist natürlich immer schnell die Frage, braucht man bei so einem Gerät eine Wasserkühlung? Und findige Verkäufer werden euch dann natürlich 10.000 Gründe erzählen, warum ihre luftgekühlten Geräte viel, viel besser sind. Und das ist natürlich wieder mal absoluter Blödsinn. Das heißt, wenn wir das Gerät hier vorne aufmachen, haben wir links die Wasserkühlung, haben rechts die Lasereinheit. Und diese Lasereinheit arbeitet ideal nur in einem vernünftigen Temperaturbereich. Wir reden hier von 25 bis 27 Grad. Und diese Einheit, diese Kühleinheit, hat die Aufgabe, das Ganze im Betrieb runterzukühlen, aber auch vernünftig auf Temperatur zu bringen und auf Temperatur zu halten, damit wir hier wirklich ideale Ergebnisse erzielen. Und die Kühleinheit, die geht dann halt im Schlauchpaket bis hier oben in den Brenner rein, um dieses ganze empfindliche System zu kühlen. Und ja, man kann mit luftgekühlten Geräten auch arbeiten. Ich habe auch ein luftgekühltes Gerät, aber ich sehe halt, im Winter geht das Ganze in die Knie. Die Performance ist deutlich, deutlich schlechter. Darum, wer professionell mit einem Lasergerät arbeiten will, der braucht eine Wasserkühlung. Das ist eine ganz klare Sache. Es wird bei Stahlwerk noch mehr Geräte geben. Da wird es auch kleinere, luftgekühlte Geräte geben. Die sind dann auch natürlich noch mal deutlich günstiger. Aber wer so ein 2000 Watt, das Gerät hat hier 2000 Watt, es gibt das Gerät auch noch mit 1500 Watt, und damit vernünftig arbeiten will, dem empfehlen Experten, ich bin kein Experte, das gebe ich ganz klar zu, empfehlen Experten immer ganz klar eine Wasserkühlung. Und der nächste Punkt ist halt auch wieder sehr spannend. Wenn man über eine Messe geht, sich die verschiedensten Lasergeräte anguckt, dann wird man feststellen, dass die wirklich sehr, sehr identisch aussehen. Diese Geräte sind immer modular aufgebaut, da wird das Rad nie neu erfunden. Der ganz große Unterschied ist, welche Komponenten wirklich in so einem Gerät verbaut sind. Da trennt sich dann halt auch wieder die Spreu vom Weizen. Bei den Stahlwerkgeräten, was so das Herzstück von so einem Lasergerät ist, ist eine Laserquelle von Raycus eingebaut. Kann man googeln, kann man sich ganz einfach angucken, ist einer der renommiertesten Hersteller im Bereich dieser Laserquellen für Laserschweiß- und Reinigungsgeräte. Das ist hier ein 2000 Watt Laser. Genauso ist ein namenhaftes Markenschlauchpaket verbaut. Das sieht man auch. Diese standardmäßigen Brenner, die sehen immer ein bisschen anders aus. Die sind immer diese silbernen. Ich kann es gleich mal einblenden. Wurde bei der ersten Variante von den Stahlwerkgeräten auch noch verbaut. Hier hat man sich jetzt für ein Markengerät entschieden. Genauso ist hier ein Markendrahtvorschub verbaut von wegen. Also hier sind wirklich sehr, sehr hochwertige Komponenten verwendet worden. Der Brenner hat zum Beispiel auch eine sehr geniale Möglichkeit, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Ich kann hier bis zu 3 Programme abspeichern und dann kann ich die ganz einfach durchwählen. Das heißt, ich fange zum Beispiel an, die erste Naht zu heften. Dann will ich sie schweißen, dann drücke ich hier und dann habe ich vielleicht irgendwo einen Bereich, wo das Material dünner ist, wo ich weniger Leistung brauche, dann drücke ich das dritte Programm rein. Das kann man hier bei Parametern ganz einfach wählen. Das heißt, ich kann hier 3 verschiedene Jobs abspeichern und dann kann ich die hier mit der Taste ganz einfach durchwählen. Auch also eine sehr, sehr coole Option und der Brenner liegt auch unglaublich gut in der Hand. Ich weiß gar nicht, ob beim Laserschweißen das auch Brenner heißt oder so. Ich nenne es einfach mal so. Ich habe jetzt natürlich nicht nur diese 2, 3 Stahlnähte geschweißt, sondern eine Naht nach der anderen mit den verschiedensten Werkstoffen. Angefangen mit Stahl. Das ist eine 6 mm Stahlplatte, das ist ein 2 mm Vierkantrohr. Bildschöne Schweißergebnisse. Immer die Einstellungen genommen, die vorgegeben sind, nichts in irgendeiner Form verändert. Und hieran sieht man auch den riesengroßen Unterschied. Das heißt, hier ist nichts vorbereitet, einfach Reststücke genommen, das Ganze geschweißt, verzunderter Winkel, das Rohr nicht sauber gemacht, ist ein ganz anderes Ergebnis, als wenn man hier vorher einmal mit der Reinigungsscheibe rübergegangen ist, weil auch beim Laserschweißen gilt, von wegen, je besser die Vorbereitung, desto besser hinterher das Schweißergebnis. Was natürlich auch interessant ist, ist Edelstahl, Chrom-Nickel-Stahl schweißen. Das heißt, ich habe hier verschiedene Rohre geschweißt, einfach Makrelnähte, sieht auch sehr sauber aus. Und das ist auch ein kleines Muster. Ich habe hier immer einen Punkt geheftet. Die Hefter sind teilweise nicht ganz so schön geworden, aber die Schweißnähte dann umso schöner. Und es ist immer einseitig geschweißt. Und man sieht, wie wenig Verzug da drin ist. Also man kennt das, wenn man Wick schweißt oder Mic-Mac schweißt und dann Edelstahl schweißt, wie das Ganze verzieht. Hier ist ein ganz kleiner, minimaler Punkt, das Ganze geschweißt und es ist im Prinzip nichts verzogen. Trotzdem haben wir hier wirklich eine bildschöne Schweißnaht.
Was natürlich immer interessant ist, ist Aluminiumschweißen. Und das ist auch eine ganz große Stärke vom Laserschweißen. Hier sind ganz einfach feine, kleine Kehlnähte reingelegt. Bildschöne Kehlnähte, da kann man noch so lange das Wickschweißen trainieren. Das wird man nie auf dem Niveau hinkriegen. Und hier ist es halt so, da kann irgendeine Hausfrau zu mir kommen, die noch nie ein Schweißgerät in der Hand gehabt habe. Das zeige ich der 5 Minuten, die schweißt 2, 3 Nähte und dann kriegt sie das auf so einem Niveau hin. Was ich selbst auch noch nie ausprobiert habe, ist QC3-Löten mit einem Laser. Habe ich in dem Punkt hier auch mal ausprobiert. Das heißt, das ist ein ganz normaler QC3-Zusatz, den habe ich eingebaut, Einstellungen gewählt und dann habe ich hier eine Naht gelötet. Verzinktes Blech, Riesenvorteil. Man sieht seitlich, die Verzinkung ist nicht beschädigt. Hier auf der Rückseite ist die Verzinkung auch nur minimal in der Kehle hier beschädigt, der Rest also auch nicht. Hier unten ist es ein bisschen durchgedrückt, also könnte man die Einstellungen noch optimieren. Wenn euch das interessiert, dann können wir dazu auch noch mal ein Video machen. Aber auf jeden Fall so von der Festigkeit oder so macht das auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Was man bei allem natürlich nie vergessen sollte, so ein Laser ist unglaublich gefährlich. Mit einem normalen Schweißgerät kann ich mir den Finger verbrennen, kann mir die Augen verblitzen. Mit dem Gerät kann ich mir innerhalb von Sekunden die Augen für immer ruinieren und kann mir ganz einfach mal ein Loch in den Finger schießen. Darum gibt es hier die verschiedensten Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Das ist ein Gerät, das hat eine vernünftige Konformitätserklärung. Das heißt, das kann ich rechtssicher in Deutschland einsetzen. Und ich zeige euch mal die verschiedensten Sicherheitsmechanismen. Das heißt, ich habe hier hinten einen Türkontakt und den schließe ich ganz einfach an. Vorher kann ich den Laser nicht in Betrieb nehmen. Und wenn dann jemand die Tür öffnet, dann ist der Laser sofort aus. Wir haben hier ganz normalen Schlüsselschalter. Das heißt, wenn der Schlüssel nicht da ist, nicht drin steckt, dann kann man den Laser auch nicht benutzen. Und was die wenigsten Laser haben, der hat einen Fußschalter. Das heißt, ohne Fußschalter kann man den nicht benutzen. Ich muss also immer erst hier drauf treten, bevor ich dann den Laser wirklich einschalten kann. Und hier am Taster ist es so, ich habe die Möglichkeit, dass ich ganz normal mit einem Klick das benutze, kann das Ganze aber auch auf 2 Klicks umstellen. Das heißt, ich müsste dann immer erst hier unten drauf drücken, müsste zweimal hier drauf drücken und erst dann kann ich mit dem Laser anfangen zu schweißen oder zu reinigen. Und beim Schweißen ist es zusätzlich noch so, dass ich hier noch eine Sicherheitsmasse habe. Das heißt, beim Schweißen muss der Kontakt mit dem Tisch sein. Das ist jetzt keine herkömmliche Masse, die hat 12 oder 24 Volt und die kontrolliert einfach nur, ob der Kontakt beim Schweißen da ist. Beim Reinigen ist es so, ich habe hier die 2-Tastenbelegung und muss dann halt immer den Fußschalter drücken. Und dementsprechend wird auch ausgeschlossen, dass ich das Ganze unbeabsichtigt irgendwo einschalte, weil ich hier einfach mal beim Drücken hier einfach irgendwo gegenkomme oder so. Wenn ich jetzt hier normal drücke, passiert hier gar nichts. Wenn ich dann irgendwo den Fußschalter drücke und hier drücke von wegen, dann kann ich erst loslegen zu schweißen oder zu reinigen. Wir haben zusätzlich hier am Einsatzort, wo man arbeitet, noch den Notausschalter und. Also hier wurden so viele Sicherheitsmaßnahmen eingebunden, dass dieses Gerät wirklich auch rechtssicher, rechtskonform in Deutschland betrieben werden kann. Und was wirklich auch absolut brutal ist, ist das Laserreinigen. Hier hat man auch wirklich tolle Möglichkeiten und vor allen Dingen, ich kann verschiedene Linsen nutzen, kann das Ganze hier auch vernünftig einstellen. Da habe ich eine Brennweite von 800 und eine Scanbreite, also eine Breite, wo ich mit reinige, von 120 mm. Das ist natürlich absolut brutal. Und das habt ihr am Anfang auch schon gesehen, wie ich den Flachstahl gereinigt habe. Da habe ich gerade mal 60 mm eingestellt. Der Flachstahl ist 80 mm. Und dann bin ich hier immer 1-2 Mal rübergegangen. Und dann sieht das Ganze auf so einem Niveau aus. Das ist wirklich absolut brutal. Und damit kann man natürlich nicht nur so einen Flachstahl entrosten. Ich habe zum Beispiel auf so einem Blech ganz einfach auch mal den Flugrost entfernt. Da kann man dann wirklich auch mit der vollen Breite arbeiten. Und dann ist es im Prinzip nur, dass ich die Breite einstelle und die Leistung, welchen Abtrag ich hier haben will. Beim Laserreinigen arbeiten die meisten Geräte auch mit so einer Sicherheitsmasse. Das heißt, ich muss permanent Kontakt haben. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Was machen die Leute? Das sieht man überall im Internet. Das heißt, die Sicherheitsmasse wird hier irgendwo angeschlossen. Das ist natürlich Blödsinn. Hier hat man ein vernünftiges Sicherheitskonzept. Wir haben also den Fußschalter. Wir müssen auf den Fußschalter drücken
Und dann müssen wir zweimal auf unseren Taster drücken und dann können wir erst damit reinigen. Und das habe ich an dem Flachstahl gemacht, das habe ich an der Bremsscheibe gemacht. Ich habe hier beim Feuerlöscher ganz einfach mal die Farbe abgestrahlt. Da habe ich nur 600 Watt genommen, bin dann 2-3 Mal rübergegangen, damit ich wirklich eine richtig schöne glatte Oberfläche hinbekomme. Das ist ein Kfz-Teil, das muss Aluguss sein. Das habe ich hier ganz einfach auch übergestrahlt. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Vorher sah das Ganze so aus. Einmal vernünftig rübergegangen und dann hat man diesen ganzen Dreck und diesen ganzen Schmotter pulverisiert und hat wieder eine richtig schöne saubere Oberfläche. Das könnte ich natürlich jetzt noch 2-3 Mal wiederholen oder die Leistung verstärken und dann würde man dann noch eine bessere Oberfläche hinbekommen. Ich habe noch weitere Sachen geschweißt, gestrahlt, aber ich denke mal für heute war es das erstmal. Ich wollte euch dieses Gerät unbedingt mal zeigen. Das ist ein Muster, das werde ich noch ein paar Wochen oder Monate hier behalten. Wenn wir da noch 1-2 Videos zu machen wollen zum Thema Festigkeit beim Laserschweißen, Laser reinigen, könnte man natürlich auch noch viel mehr Sachen machen, wenn ihr da Fragen, Interessen habt. Und vor allen Dingen das QSI3 löten. Das muss ich auch noch mal näher ausprobieren. Ist also auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Verfahren. Ich habe das mal auf einer Messe gesehen, da habe ich gedacht, das musst du auch unbedingt probieren. Also Lasertechnik wirklich extrem spannend. Wer sich für das Gerät interessiert, den Link zu dem Gerät, gibt auch noch eine kleinere Variante. Das ist also das 2000 Watt Gerät. Kleinere Gerät hat 1500 Watt. Und es soll, glaube ich, noch ein Reinigungsgerät kommen und es soll noch ein luftgekühltes Gerät kommen. Da findet ihr die Links dann auch alle in der Beschreibung, wenn es die Geräte gibt. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das war interessant. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.